Hallo Leute, ich befinde mich auf der schwedischen Insel Öland. In der vorigen Folge habe ich den Süden der Insel besucht. Ich war bei der Heidelandschaft Stora Alvaret in einem geheimen Garten und habe mir historische Windmühlen angesehen. In der heutigen zweiten Episode mache ich mich auf den Weg in den Norden der Insel. Mein erster Anhalt ist die Ringburg Eketorp. Mitten auf der steppenartigen Landschaft Stora Alvaret im Süden Ölands liegt die beeindruckende Ringburg aus der Eisenzeit. Sie wurde bereits im Jahr 300 nach Christus erbaut. Ungefähr 20 Haushalte fanden in der Burg Schutz. Fast 1000 Jahre lang lebten hier Menschen, bis die Burg im 13. Jahrhundert verlassen wurde. Heute ist sie originalgetreu rekonstruiert und begehbar. Bläsingehamn ist ein winziger Fischereihafen an der Ostküste Ölands. Hier scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Kleine Bootshäuser, glasklares Wasser und ein unendlicher Horizont. Ein perfekter Stopp für alle, die das echte, ruhige Inselgefühl suchen. Heute habe ich mich von dem Motto leiten lassen, da hinten wird's doch schon heller. Obwohl es also Bindfäden regnet, bin ich auf dem Weg zur Geråborg, die mit fast 150 Metern Durchmesser eine der größten Ringburgen aus der Eisenzeit in ganz Schweden ist. Weiter als bis zum Parkplatz bin ich allerdings nicht gekommen. Bei Sonnenschein lohnt sich aber ein Spaziergang durch die alten Steinmauern wirklich. Die Campingplätze an der Ostküste Ölands liegen oft direkt am Meer, so auch der Campingplatz Stenåsa. Hier kann man kilometerweit am flachen Sandstrand spazieren und ist oft ganz allein. Ein Ort zum Durchatmen und Abschalten. Kapelludden ist eine karge, mystische Küstenlandschaft mit den Ruinen der mittelalterlichen Sankt Birgitta-Kapelle. Hier beteten Fischer und Seefahrer um Schutz für ihre Reisen. Daneben steht Schwedens ältester gusseiserner Leuchtturm aus dem Jahr 1872. Källa Gamla Kyrka ist eine der ältesten Kirchen Ölands und stammt ursprünglich aus dem 12. Jahrhundert. Sie war einst eine Festung mit dicken Mauern, Schießscharten und einem Wehrturm. Heute ist sie still, friedlich und voller Atmosphäre, perfekt für eine kurze Pause. Die Sonne taucht alles in Gold und die Straße zieht sich fast schnurgerade durch Felder und an kleinen Bauernhöfen vorbei auf dem Weg zu Wikegårds Camping im Norden Ölands. Umgeben von Feldern, Wäldern und Meer liegt der kleine Familiencampingplatz. Hier gibt es Stellplätze direkt an der Ostseeküste mit weitem Blick auf die untergehende Sonne.
Rundherum warten Naturreservate, Radwege und kleine Fischerdörfer. Perfekt für ruhige Tage voller Inselgefühl. Wer sich nach Byjoms Sandvik begibt, wird mit den beeindruckendsten und bekanntesten Rauchsteinen auf Öland belohnt. Die Kalksteinsäulen sind vom Meer geformt und bis zu 4 Meter hoch. Mitten im Kalmarsund erhebt sich die kleine Insel Blå Jungfrun, die blaue Jungfrau. Sie ist nur 1 Quadratkilometer groß, aber wild und geheimnisvoll. Aus dem roten Granit geformt und von der letzten Eiszeit glatt geschliffen, wirkt sie wie ein gewaltiger Felsdom mitten im Meer. Früher fürchteten Fischer die Hexeninsel, wie sie genannt wurde. Heute ist sie Nationalpark und nur mit geführten Bootstouren zu besuchen. Diese wildromantische Küstenstraße führt bis ganz ans nördliche Ende Ölands. Und dort steht der 32 Meter hohe Leuchtturm Långe Erik. Er wurde 1845 gebaut und ist im Sommer für Besucher geöffnet. Das Schloss von Borgholm stammt aus dem 12. Jahrhundert und wurde nach und nach von verschiedenen schwedischen Königen ausgebaut. Nach einem Brand 1806 blieb nur die imposante Ruine. Sie ist heute ein beliebter Veranstaltungsort. Im Sommer gibt es hier Konzerte, Theater und Ausstellungen. Stora Rör ist ein kleiner Hafen mit Stellplätzen für Wohnmobile direkt am Wasser. Hier habe ich grandiose Sonnenuntergänge erlebt. Die Brücke verbindet Öland seit 1972 mit dem Festland. Sie ist über 6 Kilometer lang und damit die längste Brücke Schwedens. Vielleicht hat euch die Insel Öland ja auch bezaubert und ihr habt Lust bekommen, euer ganz eigenes Abenteuer hier zu planen. Tschüss oder wie man auf Schwedisch sagt, hej då und bis zum nächsten Mal.